Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, Nettie. Ich möchte euch heute von PC und Kirsten Cast Ungezähmt vorstellen. Einmal das Buch hier. Das habe ich diese Woche zu Ende gelesen. Es hat mir eigentlich sehr gut gefallen für den 4. Teil der Serie. Was ich euch darüber erzählen möchte, ist, dass es, wie gesagt, der 4. Teil der Serie ist, dass es wieder um Zoe geht, die Anführerin der Töchter und Söhne der Dunkelheit an ihrer Schule des House of Night. Sie ist eine Jungvampirin, gerade mal 2 Monate gezeichnet, aber mit Affinitäten zu allen 5 Elementen des Geistes, des Wassers, der Erde, der Luft und des Feuers. Und sie wird wieder begleitet von ihren Freunden, die auch jeweils affin zu einem Element sind. Außerdem möchte ich euch noch vorstellen, worum es in dieser Geschichte eigentlich geht. Wer die ersten 3 Bände kennt, wird es ungefähr wissen. Für die anderen, die es nicht kennen, fasse ich das einmal zusammen. Zoe ist eine normale Schülerin mit einem Freund, vielen Freunden, und dann wird sie eines Tages gezeichnet. Ihre Mutter, verheiratet mit einem fanatischen Kirchgänger, ist nicht allzu begeistert, hatte vorher auch schon mit Zoe seine Probleme, Zoe auch mit ihm. Dann wird sie gezeichnet auf dem Grundstück ihrer Großmutter, trifft dann an diesem Tag ihre Göttin Nyx, die dafür verantwortlich ist, dass sie gezeichnet wird. Und Nyx erzählt ihr somit, sie ist was ganz Besonderes, was Zoe auch noch rausfinden muss. Ihre Großmutter spielt in Zoes Leben eine sehr, sehr große Rolle und nimmt sozusagen für sie die Rolle der Mutter ein, obwohl es ihre Großmutter ist. Als Zoe dann ins House of Night kommt, lernt sie Aaron, Shawnee, Stevie Ray und Damien kennen, ihre neuen Freunde. Stevie Ray ist ihre Zimmernachbarin, wird mit der Zeit ihre beste Freundin. Und dann gibt es da noch Eric, den sie eigentlich ganz toll findet. Und der ist mit Aphrodite zusammen, der Anführerin der Töchter und Söhne der Dunkelheit. Da sie mit allen 5 Affinitäten ausgestattet ist, nimmt Neferet, das ist die Leiterin des House of Nights, unter ihre Fittiche sozusagen als Mentorin, die ihr alles beibringt. Mit der Zeit lernt Zoe dann die Welt der Vampire besser kennen, fügt sich auch sehr schnell ins Geschehen ein und verliebt sich in Eric, und ihre Freunde werden immer wichtiger für sie. Und dann passieren immer unerklärliche Sachen, die Zoe tiefer in die Dunkelheit hineinführen, sag ich mal, weil sie immer gegen das Böse ankämpfen muss. Unter anderem stirbt eine ihrer Freundinnen, beziehungsweise stirbt nicht, um nicht zu viel zu verraten. Zoe wird Anführerin der Töchter und Söhne der Dunkelheit mit ihren Freunden. Eric wird ihr Freund. Dann ist da noch Heath, ihr menschlicher Ex-Freund. Dann ist da noch ihr Lehrer Lauren Blake, der in den Romanen davor, also in Teil 3, eine große Rolle spielt. Und dann ist da noch Neferet, also die Leiterin des House of Nights. Im 3. Teil wird darauf eingegangen, was Neferet eigentlich ist, wie sie ist. Und im 4. Teil wird dann hauptsächlich über die Dunkelheit Neferets geschrieben.
Neferit wendet sich dem Bösen zu und möchte dann Krieg führen gegen die Menschen, weil es wurden 2 Vampire getötet im 3. Teil und jetzt versucht Neferit das so zu nehmen, dass sie Krieg führen kann gegen die Menschen und die Macht übernehmen kann über die Menschen. Sie verachtet die Menschen und möchte mit Hilfe eines anderen die Macht übernehmen über Menschen und Vampire und mit der Zeit gelingt ihr das auch. Sie versucht Zoe von ihren Freunden wegzubringen und benutzt dafür Lauren Blake. Aber in dieser ganzen unheilvollen Geschichte hat sie denn doch eine bestimmte Person, die ihr hilft und von der man das eigentlich nicht so erwartet hätte. Dann kommt es zu einem schrecklichen Unfall. Ihre Großmutter liegt im Krankenhaus und ist schwer verletzt. Auf den letzten paar Seiten passiert dann das große Unglück, wo man sagen kann, dass Zoe und ihre Freunde extrem in Gefahr sind, auch die anderen mittlerweile bekannten Figuren sind in Gefahr. Und jetzt ist es an Zoe und ihren Freunden, die Vampire und die Menschen zu retten. Teil 5 ist jetzt für mich vorbestellt als Taschenbuch und wenn es ankommt, werde ich es, glaube ich, gleich anfangen zu lesen, wenn ich mit meinem aktuellen Buch durch bin. Ich hoffe, es geht genauso spannend weiter, wie es in diesem Band aufgehört hat. Ich habe es mir jetzt als Taschenbuch bestellt. Ich finde die Aufmachung wirklich sehr schön. In diesem schönen Grünton, mit diesen abgesetzten, glänzenden Zeichen, wie man es sehen kann. Auch immer die Tattoo-Gestaltung der Mädchen, die auf dem Cover sind, finde ich immer sehr, sehr schön. Es ist auch von innen schön gestaltet mit den grünen Tönen, wie man hier sieht. Immer passend gestaltet zu den Themen. Es hat extrem viele Seiten, ist auch ein bisschen schwer in der Hand, aber da man gut mit durchkommt, ist es eigentlich kein Problem. Das ist einmal die Schriftgröße und es hat 539 Seiten. Es fügt sich optimal zu den anderen Taschenbuchbänden ein, weil die auch farblich schön mit diesen grünen Tönen, der erste Band war rosa, der zweite war dann blau, gestaltet sind. Also ich muss sagen, ich bin ja nicht so für die jugendlichen Bände von den Vampiren, aber PC und Kristin schreiben auch so, dass es mich als Mitzwanzigerin doch noch mit reinzieht in diese jugendliche Vampirwelt. Es ist halt sehr mit den Themen der Jugendlichen befasst. Erste große Liebe geht in die Brüche, Freundschaften, das Vertrauen ineinander, was da noch nicht allzu groß ist, wo man als Mensch mittleren Alters halt denken würde, oh mein Gott, was für ein Drama, aber so sind halt 16, 17, 18-Jährige. Der Schreibstil von PC und Kristin ist leicht flüssig, also man kann wunderbar stundenlang durchlesen, ohne dass es größere Sätze oder Abhänge gibt, die einen nicht gefallen könnten von der Schreibweise her. Es gibt keine Ausdrücke, die man nicht versteht, wo andere vielleicht hochtrabend schreiben. Daran merkt man, dass PC als Lehrerin gearbeitet hat mit Jugendlichen und sich auch mit Jugendlichen befasst.
Und auch Kristin, die ja wesentlich jünger ist als ihre Mutter und somit näher an dieser Geschichte der Jugendlichen dran ist, hat da einen großen Einfluss auf ihre Mutter und den Schreibstil. Was ich noch sagen möchte ist, es sind manchmal indianische Wörter werden benutzt, die manchmal schwer zu verstehen sind, aber es ist so gelöst, dass in manchen Fällen auch ein Satz danach folgt oder 2, 3 Wörter danach folgen, wie das Wort dann ausgesprochen wird. Sozusagen als Erklärung, wie es ausgesprochen wird, was es bedeutet. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön gelöst. Was ich auch noch, wo ich auch noch drauf eingehen möchte, es kommt ein neuer Schüler ans House of Night und Zoe, erschüttert durch viele Faktoren, durch Lauren Blake und Eric und Heath und so weiter und wie sie alle heißen, ihre Freunde, fühlt sich zu stark hingezogen, so heißt der neue Schüler. Und da kommt gleich immer so eine Vermutung, weil er ist einer der besten Bogenschützen der Vampire. Und wenn man denn so die Geschichte mit Neferit kennt und was sie halt bezwecken möchte, sieht man da schon so eine kleine Verbindung zwischen dem, warum Stark jetzt an die Schule gekommen ist und Neferits Vision, die sie beleben möchte. Dann kommt noch mit Stark ein Hund an die Schule, Duchess, was zunächst zu großen Verwirrung an der Schule führt, aber mit der Zeit löst sich das auch wieder. Ich möchte noch auf Aphrodite eingehen, die eine doch große Rolle wieder in diesem Buch spielt. Hat sie doch im Band zuvor die Erdaffinität von Stevie Ray geerbt, muss sie jetzt dafür sorgen, dass das Gleichgewicht im Kreis der Töchter und Söhne der Dunkelheit im Gleichgewicht bleiben. Das gelingt ihr auch sehr gut, muss ich sagen, obwohl Shawnee, Aaron, Damien und Jack, Damiens Freund, sie nicht allzu sehr mögen. Aber sie beweist sich als wirklich gute Freundin für Zoe und hilft ihr in den schlechten Momenten, die Zoe hat, und zeigt sich hilfsbereit und fürsorglich. Und ich muss sagen, sie ist eine der größten Überraschungen in der Serie. Sie wird auch immer mehr zu einer meiner Lieblingscharakteren in diesem Buch. Und ich muss sagen, ich hätte nie und nimmer gedacht, dass Aphrodite sich so wandeln kann. Aber hier zeigt auch mal wieder PC und Kristin, dass sie für Überraschungen gut sind. Wie im Teil 3, wo Zoe dann, sagen wir mal, ein bisschen verrückt spielt. Aber ich denke mal, Aphrodite und Zoe, aber auch Damien, Jack, Aaron, Shawnee und Stevie Ray und auch wieder Eric werden den Großteil dessen, was jetzt in den nächsten Bänden passiert, miteinander verbringen. Und ich denke mal, das Böse und Dunkle von Neferit und ihren Anhängern wird nicht so geschehen, wie schon angedeutet. Und deswegen freue ich mich jetzt, wenn Band 5 bei mir als Taschenbuch eintrudelt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen des Bandes, vielleicht auch der Serie. Und dann möchte ich euch schon mal aufs nächste Video vorbereiten. Ich lese nämlich gerade von Rachel Gibson den neuen Teil, der jetzt gerade rausgekommen ist, von der Serie. Dazu werde ich dann demnächst auch wieder eine kleine Zusammenfassung drehen mit den
anderen Teilen, die von der Serie schon rausgekommen sind, und werde dann diesen Teil mit euch besprechen und mal schauen, was dann noch so kommt. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Lesen, wünsche euch ein schönes Wochenende und habt viel Spaß. Auf Wiedersehen.